Das erste Halbjahr 2019 liegt hinter uns und wir können festhalten, Bechtle ist immer für eine Überraschung gut. Nach einem bereits herausragenden ersten Quartal 2019 konnten wir im zweiten Quartal den Erfolg nicht nur fortsetzen, sondern die Wachstumsdynamik sogar noch erhöhen. Der Umsatz stieg um hervorragende 30,7% auf 1,26 Milliarden Euro. Nebenbei bemerkt entspricht das in etwa dem Gesamtjahresumsatz von 2006. Besonders erfreulich ist, dass alle Länder, in denen wir vertreten sind und beide Segmente gleichermaßen zu diesem Wachstum beigetragen haben. Dies ist umso bemerkenswerter, als sich die allgemeinen konjunkturellen Aussichten aktuell zunehmend eintrüben. Selbstverständlich machen sich auch unsere Akquisitionen der letzten 12 Monate positiv bemerkbar, allen voran die französische Inmac W-Store. Aber auch organisch konnten wir um beeindruckende 16,9% zulegen. Diese Leistung unserer mittlerweile rund 11.000 Mitarbeiter ist alles andere als selbstverständlich, zumal das hervorragende zweite Quartal 2018 eine wirklich anspruchsvolle Vergleichsbasis darstellt. Dass es uns trotzdem immer wieder gelingt, das Marktwachstum deutlich zu übertreffen und Quartal für Quartal Marktanteile zu gewinnen, verdanken wir der Kompetenz, dem Ehrgeiz und der außerordentlichen Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter, auf die meine beiden Vorstandskollegen und ich sehr stolz sind. Wir sind dankbar, Teil dieses Teams zu sein. Doch nicht nur der Umsatz, sondern auch unser Ergebnis hat sich sehr gut entwickelt. Das Vorsteuerergebnis, das EBT, ist um annähernd 28% auf 55,7 Millionen Euro gestiegen, wenn auch positiv gestützt durch einen bilanziellen Einmaleffekt. Die EBT-Marge liegt mit 4,4%, damit nur leicht unter Vorjahr. Ohne die Abschreibungseffekte unserer Akquisition, die sogenannte PPA-Effekte, läge die Marge sogar leicht über Vorjahr. Mir bleibt festzuhalten, dass wir angesichts der sich in den zurückliegenden Monaten doch deutlich verschlechterten Stimmungslage in Deutschland, die auch wir intensiv im Blick behalten müssen, beeindruckende Geschäftszahlen vorlegen konnten. Sie unterstreichen unsere Wettbewerbsstärke, sie sind darüber hinaus vor allem aber auch Ausdruck von gefestigten und vertrauensvollen Kundenbeziehungen. Vor dem Hintergrund der sehr guten Entwicklung im ersten Halbjahr blicken meine beiden Vorstandskollegen und ich weiterhin sehr zuversichtlich auf die kommenden Monate. Bei einer weiteren gesamtwirtschaftlichen Eintrübung könnte zwar auch unser Wachstum im zweiten Halbjahr etwas unter Druck kommen, dennoch sind wir überzeugt, unsere für das Gesamtjahr gesteckten Ziele zu erreichen. 2019 wird ein weiteres sehr erfreuliches Jahr für Bechtle.